Hier ist wieder ein neues K-Pop-Reaction-Video und ich kann wirklich nichts dafür, aber heute geht es mal wieder um BTS, aber nicht um BTS als gesamte Gruppe, sondern es geht nur um einen BTS-Member und zwar um J-Hope. J-Hope hat heute sein Mixtape, wie die Fans es genannt haben, also sein Mixtape released und das ganze Fandom hat schon richtig lange darauf gewartet. Das Mixtape heißt Hope World, also von seinem Namen Hope und dann eben Hope World, weil es wohl um ihn gehen wird. Es sind 7 Tracks, das ist auch schon klar. Und was jetzt auch klar geworden ist, dass der Titeltrack, zu dem es jetzt auch ein Musikvideo gibt, Daydream heißt. Das Mixtape ist was ganz Besonderes, glaube ich, auch für J-Hope, weil J-Hope streng genommen eigentlich ein Idol-Rapper ist. Und dazu muss ich mal kurz ausholen. Also in BTS gibt es 3 Rapper und sie sind ursprünglich auch als eine Hip-Hop-Band gegründet worden und haben so auch angefangen. Und 2 dieser Rapper, das sind RM, der früher auch Rap Monster hieß, und Sugar, der, wenn er als Solist unterwegs ist, August D heißt. Die beiden sind schon wirklich seit Kindesbeinen an in dieser Szene tätig, waren auch Underground-Rapper, haben da sehr viel gemacht, bevor sie überhaupt in den Beruf des Idols gekommen sind und haben deswegen sehr langjährige Erfahrung. J-Hope allerdings, und das finde ich eigentlich sehr interessant, ist kein klassischer Hip-Hopper oder Rapper. Er kommt nicht ursprünglich aus dieser Szene. Er ist gelernter Tänzer. Er war sehr lange als Underground-Tänzer unterwegs und hat das beigebracht bekommen von eben seinen Bandmembers RM und Sugar. Und deswegen, er ist in dieser Rap-Line, er ist auch sehr gut, fand ich. Also ich wusste sehr lange Zeit nicht, dass er nicht auch diesen Hintergrund hatte, sondern dass er das alles auch erst lernen musste, weil er tatsächlich wirklich ein guter Rapper ist, wenn man so ihn mit anderen Szene-Rappern eigentlich vergleicht. Klar fehlt ihm wahrscheinlich immer noch dieses letzte bisschen etwas, was man einfach nur durch sehr lange Arbeit und Erfahrung eben lernen kann. Trotzdem hat J-Hope einen eigenen Stil entwickelt. Er ist im Gegensatz zu den anderen beiden, hat er eher so kurze Schlagwörter, die er immer rappt. Es ist ein bisschen punktuiert und seine Texte handeln häufig eher so von Zweifel, vielleicht auch ein bisschen Selbstzweifel. Aber es zeigt immer eigentlich sehr schön, weil er ist so eine gemischte Persönlichkeit. Auf der einen Seite irgendwie relativ fröhlich, aber man hat das Gefühl, da ist noch was tiefer. Und das ist eigentlich so das Interessante an diesem dritten Rapper. Die anderen beiden, RM und Sugar bzw. August D, haben eben in den letzten Jahren auch schon ihre Mixtapes veröffentlicht. Und jetzt ist J-Hope dran. Und jetzt, ich weiß gar nicht, das sind einfach, die 3 sind so unterschiedlich. Ich habe so ein gewisses Gefühl, weil J-Hope hat eine bestimmte Art oder Persönlichkeit und mal gucken, ob das auch hier rauskommt. Aber okay. Es ist schon bunt wie J-Hope. Oh Gott, das ist jetzt schon so anders als die anderen beiden. Dory! Was ist mit Nemo? Okay. Es hat schon wieder dieses Licht, beziehungsweise diese Farbschemata. Ja, es ist einfach J-Hope. Himang! Himang! Himang bedeutet übrigens Hoffnung, also Hope. Diese Klamotten, sind so J-Hope. Flamingo! Das ist so J-Hope, oh Gott. Flugzeug, warum ist das schon wieder ein Flugzeug?
Oh Gott, was ist denn das für ein Hut? Oh. Warum ist das auch noch so J-Hope? Was ist das für ein Affe? So schön. Warte mal. Das ist doch... Das ist voll Serendipity. Warte mal. Jetzt mal ohne Scheiß. Wer ist Arthur? Warte mal, aber das ist tatsächlich... Das sieht aus wie Serendipity. Hä? Ah, okay, das ist das, was Jimin gepostet hat. Jimin hat nämlich schon was gepostet. Okay, okay. Das ist Serendipity. Das ist genau wie das Serendipity-Musikvideo. Nur in dunkel. Wieso wusste ich den Text schon? Sag so. Oh, wie lächerlich. Oh. Schon wieder ein Flugzeug. Wake up! Was macht dieses Flugzeug da? Ah. Flugzeug, warum sind immer Flugzeuge bei BTS Flugzeuge und Züge? Warum? Oh Mann, oh. Okay. Irgendwie, ich habe nichts anderes erwartet als genau das. Und jetzt frage ich mich, ist das gut oder schlecht? Es ist J-Hope. Man guckt dieses Musikvideo an und man merkt, es ist J-Hope. Es ist dieses Fröhliche, es ist nicht schwermütig, wie zum Beispiel bei Sugar, das ganz häufig der Fall ist. Es hat einen schönen Beat. Es ist eigentlich voll sommerlich. Also es ist hier super kalt und jetzt habe ich so das Gefühl, vielleicht kommt der Sommer doch schon bald. Was mich schon wieder ein bisschen, ganz kleines bisschen nervt, ist eben diese Farbskala. Das ist also die Farbskala von Not Today, Serendipity und Spring Day. Es sind auch so Elemente drin, die eben bei den anderen auch drin waren. Deswegen vermute ich jetzt, dass das vielleicht der gleiche Director war. Weil, also das ähnelt sich schon sehr, und gerade zu Serendipity, also das sind so viele Parallelen, eben dieses Universum, dann dieses Bett in diesem Raum. Ich glaube, das ist sogar derselbe Raum, wahrscheinlich auch das gleiche Bett, in dem Jimin auch schon drin lag. Interessant, Moment. An den Stellen, wo es Serendipity ähnelt, ist es dunkler und sonst ist es nämlich super bunt. Das nächste BTS-Album, das wurde nämlich schon angekündigt, soll dunkler sein. Was auch immer das heißt, wahrscheinlich stimmungstechnisch schwerer von den Liedtexten. Und wird das jetzt etwa hier schon gezeigt, angeteasert? Aber eigentlich nein, also ich habe mich kurz mit Chrissy kurz geschlossen, weil die das auch angeguckt hat. Was ihr doch aufgefallen ist, und darauf werde ich jetzt achten, wenn mir das jetzt erstmal so gar nicht aufgefallen ist, ist, dass Ruby eigentlich relativ wenig rappt. Was ein bisschen seltsam wäre, aber ich höre jetzt nochmal rein. Sie hat auch gesagt, das ist so J-Hope. Wer schlägt ihn da eigentlich? Ah, okay. Oh nein, der Text ist überhaupt nicht so bunt.
Also das ist Serendipity, das kannst du mir doch noch nicht sagen. Es ist tatsächlich ein bisschen so wie Hobby. Zwiespaltig. Shit, warum steht da Shit? Die anderen beiden schmeißen einfach immer Shit und Fuck und alles in ihre Texte rein und Hobby macht das ganz subtil. Das ist schön. Hobby total wenig. Fällt mir gerade so auf. 100% Serendipity in Dunkel. Ach. Das ist einfach. Ich wünschte, ich könnte das anders beschreiben, als immer nur zu sagen, das ist so Hobby. Das ist einfach eher in jeder Art und Weise. Das ist übrigens richtig schön mit dem Hintergrund. Sieht so cool aus. Und das hier erinnert mich irgendwie an Jin. Ich glaube, weil ich immer an diese Lilie denke. Ich glaube, sowas mag ich nicht so sehr, diese Effekte, aber das ist halt auch wieder der Aufgriff der 90er. Wie das ganze Make-up, Styling, der ganze Backdrop ist halt total in diesem Schema. Was soll man machen? Es ist halt jetzt gerade in diese Tapete. Ja, ist so. Wake up, Santa! Also Hobie lacht immer. Das ist so unfassbar. Das ist einfach so ein Sonnenschein. Und das finde ich gerade so richtig interessant, weil hier drin merkt man so ein bisschen, dass er wieder damit sehr kritisch umgeht. Und das sagt er auch manchmal in Interviews und hat auch schon in anderen Texten gesagt, dass er auch nicht immer weiß, was ist so hundertprozentig er. Und das wird hier auch in den Texten wieder so ein bisschen aufgegriffen. Gerade ganz am Anfang stand das so, bin ich halb und halb, was bin ich? Tatsächlich singt er sehr viel und rappt eigentlich relativ wenig. Also im Verhältnis. Finde ich auch gut, weil das ist auch eher, also ich fände es, glaube ich, nicht sehr authentisch, wenn er jetzt auf einmal anfangen würde, so Hardcore à la RM und August D bzw. Sugar Style, weil die können halt echt so richtig durchschmettern und das kann er einfach nicht. Und das finde ich gut, dass er das jetzt auch nicht versucht hat. Ich finde es einfach nur richtig schön, dass er jetzt diese Möglichkeit hatte und dass er auch wieder zeigt, warum er auch ein Teil von der BTS Rapline ist, weil er einfach nochmal eine neue Ebene dazu bringt. Auch sehr, sehr interessant ist, das habe ich schon auf Twitter gesehen, dass Daydream alle Rekorde bricht. Also Daydream und das Album auch Hope World. Also erstmal ist natürlich YouTube gecrashed, das kennen wir ja schon, das ist ja nichts Neues. Und zwar ist es das Musikvideo, das am schnellsten 1 Million Views auf YouTube bekommen hat von allen K-Pop-Videos. Und zwar hat das knapp eine Stunde, ich glaube 1 Stunde 40 oder so hat es gedauert, bis es eben diese 1 Million Views bekommen hat. Und davor war es Mic Drop, dass das geschafft hat in ungefähr 4 Stunden. Und ich glaube DNA hat es in 7 Stunden geschafft. Und dann, ich glaube, dann kommt schon Fire, Spring Day und Not Today. Also J-Hope hat den Rekord von seiner eigenen Gruppe gerade gebrochen und sie ins Nirvana geschickt. Es ist auf jeden Fall ein fröhlich bunter Track, aber die Details stecken in den Lyrics. Also wenn man denkt so, ach ja, es ist einfach nur bunt, grell und fröhlich, nein. Ich würde mir wünschen, dass J-Hopes neues Album Hope World dazu beitragen würde, dass der koreanische Hip-Hop mehr Anerkennung findet, auch innerhalb Koreas, und dass die sehr, sehr guten Rapper, die nicht in der reinen Hip-Hop-Szene drin sind, sondern eben in der K-Pop-Szene, hier auch Anerkennung für das gesamte Genre finden können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Tschüss!